Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute Abend um 20 Uhr trifft Real Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups auf Atletico Madrid. Das Madrider Derby in Saudi-Arabien. Und ich hoffe, dass so viele wie möglich von euch dieses Spiel heute Abend mit mir gemeinsam schauen, dass so viele wie möglich in meine Watchparty kommen und wir hoffentlich den Finaleinzug von Real Madrid feiern. Oder ihr zuguckt, wie ich ausraste. Naja, also ihr seid alle herzlich eingeladen. So eine halbe Stunde vor Anstoß bin ich online. Ja, heute unterhalten wir uns natürlich über dieses Spiel, wie ihr es kennt. Pressekonferenz, Training, vermutete Aufstellung oder zumindest am Ende die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Aber gestern ist im Universum Real Madrid noch einiges andere passiert. Da werfen wir auch ein Auge drauf. Unter anderem steht unser nächster Pokalgegner fest. Unter anderem hat auch ein Fabrizio Romano sich geäußert zu den Transferspekulationen rund um den FC Chelsea und Vini Junior. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, gestern, wie eben im Vorwort angekündigt, war die Pokalauslosung für La Copa, den spanischen Pokal. Und Real Madrid trifft auf einen alten Bekannten. Real Madrid trifft auf Vallejo, ja, unser Innenverteidiger, der diesen Sommer zu Albacete gewechselt ist, trifft im Achtelfinale des Pokals auf uns. Und ich muss euch sagen, es ist schon erstaunlich, wie Real Madrid die Massen in Bewegung setzt. El Chiringuito, ihr wisst, das Programm feiere ich zwar nicht so, aber die bringen nun mal manchmal auch gute Clips. Und aus den Clips haben die gestern geschaut, was gestern Nacht vor dem Stadion von Albacete passiert ist. Die Eintrittskarten sind ab heute um 10 Uhr morgens zum Verkauf. Und wie ihr seht, es gibt etliche Leute, die die Nacht auf der Straße verbracht haben. Mit Decken, dicken Jacken, irgendwelchen Klappstühlen setzen die sich dahin, um heute um 10 Uhr morgens Eintrittskarten zu kaufen. Um Real Madrid zu sehen. Natürlich auch um Albacete zu sehen, aber die meisten sind nun mal da oder sehr, sehr viele, um Real Madrid zu sehen. Und das sind die Videos, die meiner Meinung nach in der Kabine von Real Madrid gezeigt werden müssten, damit den Spielern mal klar wird, was die für eine Verantwortung haben. Wenn diese gegen Albacete spielen und sich wieder denken, oh, gegen den Zweitligisten habe ich keinen Bock. Meint ihr, die Fans von Real Madrid haben Bock, eine Nacht in der Kälte, in einem Klappstuhl vor einem Stadion zu verbringen? Nein, aber das machen sie für euch. Also wie gesagt, für mich Gänsehaut und immer wieder schön und ich hoffe, den Spielern wird mal wieder bewusst, was sie für eine Verantwortung haben. Ja, aber auch was für ein Privileg es ist, für Real Madrid zu spielen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass sie das heute Abend auch schon auf dem Platz zeigen. Ich bin ganz ehrlich, vor 2-3 Wochen hätte ich noch ein bisschen mehr Angst gehabt. Ich habe natürlich Respekt. Ich meine, das letzte Mal haben sie uns gut verprügelt, als wir gegen sie gespielt haben. Aber das Spiel gegen Betis Sevilla hat mir Hoffnung gemacht. Was mir auch Hoffnung gemacht hatte, waren diese Aussagen von Xabi Alonso. Hören wir da zusammen einmal rein. Wahrscheinlich war einer der negativen Wendepunkte der Saison die Niederlage gegen Atletico Madrid im Metropolitano. Ich weiß nicht, ob Sie diese Woche Zeit hatten, das Spiel anzusehen, es zu überprüfen, Fehler zu analysieren und zu versuchen, sie morgen nicht zu wiederholen. Also für morgen planen wir zweifellos ein anderes Spiel zu machen, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, was uns in diesem Spiel gefehlt hat. Das haben wir sehr präsent und es war sehr, sehr deutlich. Also für morgen nicht wieder die gleichen Fehler zu machen und ein Spiel auf einem höheren Niveau zu spielen als damals, aber morgen wird das eine andere Geschichte sein. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird, eine andere Energie, ein anderes Niveau und es wird ein umkämpftes Spiel werden. Ja, ganz ehrlich, also er hat mir mit seiner Pressekonferenz ein bisschen mehr Mut eingehaucht. Er sagt, es wird ein ganz anderes Spiel. Wir werden viel bereiter sein. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ja, und ich hoffe natürlich, dass heute die Spieler seinen Worten Taten folgen lassen. Ich sag immer wieder, Xabi Alonso ist der richtige Trainer für dieses Projekt. Ist der beste Trainer meiner Meinung nach in der Welt des Fußballs für Real Madrid. Und ich hoffe auch, dass
dass ein Sieg heute endlich diese Gerüchte um seine Entlassung endgültig begraben. Ja, dass diese Gerüchte immer wieder kommen, hat man gestern auch in der Pressekonferenz mitbekommen. Denn nicht nur Xabi Alonso hat die Pressekonferenz gegeben, auch Jude Bellingham. Ja, und er wurde genau dazu gefragt. Hören wir uns mal die Antwort des Engländers an. Ich wollte dich fragen, es wird viel über die Zukunft von Xabi Alonso gesprochen, ob ihr morgen die Umkleidekabine, die Spieler das Gefühl habt, dass wenn ihr nicht gegen Atletico de Madrid gewinnt, ihr gewissermaßen mit der Zukunft des Trainers von Real Madrid spielt. Ja, also das liegt nicht wirklich in meinem Zuständigkeitsbereich, was die Entscheidungen angeht. Das liegt nicht an mir. Ich kann nur meine Perspektive als Spieler aus der Kabine wiedergeben. Und die ist, dass wir alle hinter ihm stehen. Wir stehen alle zueinander, Mitspieler, Spieler, Betreuer, Trainer, Physios. Wir müssen in solchen Momenten alle eine Einheit sein, wissen Sie. Und auch wenn das für uns ein schlechter Moment ist, ein Moment, der nicht so gut ist, ich denke, man muss es manchmal auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir sind im Januar, stehen vor einem Halbfinale, sind Zweiter in der Liga, 4 Punkte hinter dem Tabellenführer, unter den besten 8 der Champions League. Wissen Sie, das ist bei weitem keine Katastrophe. Ich glaube, bei Real Madrid neigt man dazu, in schlechten Momenten etwas zu übertreiben, aber deshalb sind wir hier. Wir lieben es. Aus meiner Sicht stehen wir alle hinter dem Trainer und was morgen passiert, wird hoffentlich ein Sieg für uns sein. Wenn nicht, werden die Entscheidungen von anderen getroffen. Ja, wie gesagt, diese Fragen kommen immer wieder. Laut spanischer Presse ist dieser Supercup quasi die Messlatte für einen Xabi Alonso. Sollte Real Madrid verlieren, soll er angeblich gefeuert werden. Sollte Real Madrid gewinnen, sei er fest im Sattel. Als wenn ich noch mehr Gründe bräuchte, um auf einen Sieg zu hoffen. Nein, ganz ehrlich. Ich bin der Meinung und ich bleibe dabei, Xabi Alonso ist der perfekte Trainer für Real Madrid. Xabi Alonso wurde geholt, um die gesamte Methodik bei Real Madrid zu verändern. Das ist ein Prozess. Es ist normal, dass so etwas nicht reibungslos in 2 Wochen funktionieren kann. Es ist auch normal, dass es manchmal bessere Phasen in einer Saison gibt, schlechtere Phasen. Wir kommen aus einer schlechteren Phase. Vor einem Monat hätte ich heute hier mit einem Zittern gesessen. Aber ich muss sagen, das Spiel gegen Betis Sevilla hat mir Hoffnung gemacht. Das ist das Real Madrid, was ich sehen möchte. Ein dominantes, aktives, hochpressendes, aggressives Real Madrid. Und ich bin der Überzeugung, wenn unsere Mannschaft genauso ein Vollgas gibt, heute wie gegen Betis Sevilla, dann kommen wir heute zu einem positiven Ergebnis. Also für mich ist das Glas halb voll und ich möchte auch, dass ein für alle Male Ruhe ist rund um Real Madrid, rund um die Figur des Trainers. Hoffentlich gewinnt die Mannschaft, damit wir dieses Thema endlich begraben können. Lasst Xabi Alonso arbeiten. Ich glaube, wenn man so einem Trainer Zeit lässt, das hat man bei einem José Mourinho gesehen, das hat man mit einem Arteta bei Arsenal gesehen, ja, bei vielen Trainern. Trainer brauchen nun mal Zeit, um ihre Methodik in eine Mannschaft zu implementieren. Sollten wir Xabi Alonso die Zeit geben, bin ich der festen Überzeugung, dass Real Madrid schöne Jahre bevorstehen. Ja, eine Sache ist allerdings klar, das ist keine Vermutung, nämlich wer ist unser Finalgegner, wenn wir es ins Finale schaffen? Der FC Barcelona hat sich wie erwartet gegen Athletic Bilbao gestern Abend mit einem 5:0 durchgesetzt. Und dieses Spiel macht 2 Sachen klar. Nummer 1, der FC Barcelona ist in einer Top-Verfassung, kommt mit einem guten Lauf, das hatte ich vorgewarnt. Die zweite Sache ist, Athletic Bilbao ist nicht wiederzuerkennen, also die haben nicht ansatzweise die Energie wie letztes Jahr, aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern Unai Simón ist nicht der beste spanische Torhüter und ich als Spanier, viele von euch interessiert das nicht, bin der Meinung, dass wir einen neuen spanischen Nationaltorwart brauchen. Ja, auf der anderen Seite war Joan Garcia, der das wieder deutlich stärker gemacht haben. Wenn es nach mir geht, ein Raya von Arsenal
bringt seit Monaten konstante Topleistung, wäre für mich die Nummer 1 Spaniens. Eure Meinung könnt ihr dazu gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr dazu überhaupt eine Meinung habt. Ja, wozu sehr viele eine Meinung hatten, ist zu meinem Video von gestern zu dem Angebot von Chelsea für Vini Junior oder zu dem geplanten Angebot für Vini Junior. Die Quelle war The Guardian und die Quelle gestern war auch Sky Sport News. Ihr habt Florian Plettenberg gestern selber gehört. Die haben gesagt, die haben bei Chelsea und Madrid angerufen und Chelsea hätte zugegeben, dass da prinzipiell Interesse an Vini Junior wäre. Ja, Fabrizio Romano allerdings hat gestern auch ein Video veröffentlicht. Und ich bin der Meinung, wenn ich euch die eine Seite zeige, dann zeige ich euch auch die andere Seite. Hören wir mal an, was der Italiener gesagt hat. Vinicius Junior und Chelsea. Eine Geschichte aus, ich glaube, einer englischen Zeitung. Ich weiß gar nicht, woher die Geschichte kommt, aber ich habe massenhaft Nachrichten hier auf YouTube und auf meinen Plattformen zu Vinicius Junior und Chelsea bekommen. In der Geschichte ging es um ein Angebot von 135 Millionen Euro an Real Madrid für Vinicius. Was ich euch sagen kann, Leute, ist, dass das nicht stimmt. Chelsea hat kein Angebot für Vinicius Junior geschickt. Chelsea plant nicht, ein Angebot für Vinicius Junior abzugeben. Chelsea befindet sich nicht in Verhandlungen für Vinicius Junior. Vini plant zum jetzigen Zeitpunkt keinen Abgang im Januar, also stimmt die Situation, soweit ich weiß, absolut nicht. Es wird auch von Leuten aus dem Umfeld der Vereine und des Spielers heruntergespielt, also gibt es nur Dementis zu dieser Geschichte über Vinicius und Chelsea. Denkt daran, Real Madrids Wunsch bleibt, so schnell wie möglich einen neuen Vertrag für Vinicius Junior abzuschließen. Aber gleichzeitig muss auch Vinicius entscheiden und natürlich ist diese Situation eine, die man in den nächsten Monaten beobachten muss, um zu sehen, ob Real Madrid und Vini eine Einigung über einen neuen Vertrag für den Brasilianer erzielen können. Aber im Moment kann ich euch Folgendes sagen, da läuft nichts mit dem Chelsea Football Club. Ja, ihr habt es also selber gehört. Fabrizio Romano widerspricht dem Guardian, widerspricht Sky Sport News. Er sagt, Chelsea hat kein Angebot gemacht und hat auch nicht vor, ein Angebot zu machen. Chelsea hat andere Pläne und ist nicht an Vini Junior interessiert. Auf der anderen Seite sagt er auch irgendetwas von 135 Millionen, obwohl es in dem Artikel um 155 Millionen ging. Und er sagt auch irgendwas über den Wintertransferwechsel, obwohl in dem Artikel ganz klar stand, es soll um den Sommertransferwechsel gehen. Also vielleicht muss er da seine Quellen nochmal anzapfen. In der Regel vertraue ich aber einem Fabrizio Romano mehr als jetzt The Guardian. Das ist eine englische Zeitung, zu der kann ich nicht viel sagen. Ihr müsst natürlich selber für euch entscheiden, wem ihr da mehr vertraut, Sky Sport News oder Fabrizio Romano. Im Endeffekt spielt das aber auch irgendwie keine Rolle. Selbst wenn Chelsea jetzt kein Angebot gemacht hat oder kein Angebot machen wird, weiß Gott, Meinungen ändern sich alle 2 Tage, also das kann auch ein Fabrizio Romano noch nicht zu 100% sagen. Es wird immer Mannschaften geben, die bei Real Madrid anklopfen, um einen Vini Junior, wenn dieser Transfer-Hickhack nicht endlich geregelt wird. Wenn Vini Junior nicht endlich einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschreibt und im Sommer 2026 er in sein letztes Vertragsjahr geht, dann werden die Manchester Citys, die Paris Saint-Germains, Arsenal Londons dieser Welt, saudi-arabische Vereine natürlich anklopfen für einen Spieler mit der Qualität von Vini Junior. Und deshalb bleibt meine Aussage von gestern auch bestehen. Priorität Nummer 1 wäre, Vini Junior zu verlängern und den Vini Junior von vor 2 Jahren wieder zu bekommen. Ich glaube, jeder Real Madrid-Fan würde das unterschreiben. Aber sollte das nicht zustande kommen, kann das Unternehmen Real Madrid es sich nun einmal nicht erlauben, auf 160, 150, 180, 200, wie viel auch immer, Millionen Euro zu verzichten. Du kannst nicht riskieren, mit einem Vini Junior in sein letztes Vertragsjahr zu gehen. So kannst du als Unternehmen nun mal nicht planen. Also, wie gesagt, meine Meinung von gestern bleibt da unberührt. Vini Junior soll schleunigst eine Lösung finden mit Real Madrid. Wenn nicht, muss Real Madrid nun mal nach anderen Alternativen suchen. Ob die so attraktiv sind wie Vini Junior oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist nämlich auch ein Thema, was ich noch mal ganz kurz ansprechen wollte. Wenn man sich gestern die Kommentare auf mein Video durchgelesen hat, war ich ein bisschen erschrocken, wie wenig Rückhalt ein Spieler wie Vini Junior von der Real Madrid Community erhält. Vini Junior ist ein Spieler,
der in 2 Champions-League-Finalen für uns getroffen hat. Vini Junior ist ein Spieler, als Real Madrid durch die dunkelste Stunde ging, der die Mannschaft auf den Rücken sich gepackt hat und Woche für Woche seine Knochen hingehalten hat und immer wieder alles gegeben hat. Vini Junior hat fast einen Ballon d'Or gewonnen. Der hat so viel für Real Madrid geleistet und wenn man sich die Kommentare durchliest, liest man Sachen wie bloß weg mit dem, ich zahle 160 Millionen, wenn der geht, der ist nicht mal unter den Top 100 Spielern, was auch immer. Und ich sag immer wieder, lasst euch doch bitte nicht von der Presse manipulieren. Ich erinnere mich an Kampagnen, wo es in Spanien hieß, ein Benzema muss Real Madrid verlassen. Und das war 2 Jahre, bevor er die Saison seines Lebens gespielt hat und den Ballon d'Or gewonnen hat, mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat. Ich erinnere mich explizit an El Chiringuito vor 6, 7 Jahren. Da haben die eine Umfrage gemacht, ob Real Madrid einem Toni Kroos nochmal einen Vertrag verlängern sollte. Vor 6 oder 7 Jahren. Und da haben in dieser Sendung von 11 Leuten, glaube ich, 7 oder 8 gesagt, auf keinen Fall, der muss gehen. Und die gleichen Leute, die diese Kampagne damals hatten, sind jetzt die am lautesten heulen, Real Madrid braucht einen Toni Kroos. Ja, und jetzt geht nun mal die Hasskampagne gegen einen Vini Junior oder diese Hetzkampagne. Und ja, ich habe auch gesehen, dass ein Vini Junior zu Xabi Alonso sich beschwert hat wegen dem Fall Gonzalo, dass er nicht abspielen würde, was auch immer. Ich versuche es jetzt mal zu zeigen. Wenn das Urheberrecht es mir erlaubt, dann seht ihr es jetzt. Vini Junior hat zu Xabi Alonso gesagt, boah, sag doch mal dem Gonzalo, der soll abspielen. Hier dribbelt jeder und am Ende werde ich ausgepfiffen. Der muss ja nicht immer abspielen, aber einmal kann der zumindest abspielen. Ja. Und meine erste Frage ist, es gibt 100.000 Kameras. Warum werden nur die Wörter von einem Vini Junior aufgenommen? Glaubt ihr, ein Gonzalo sagt nichts im ganzen Spiel oder ein Mbappé hat ja nicht gespielt, ein Bellingham, was auch immer. Ja, und eigentlich wollte ich sowas sagen wie, das ist Fußball, das passiert auf einem Fußballplatz. Und ganz einfach, ich wollte das sagen, weil ich auch ein Heißblut auf dem Fußballplatz war. Ich kann Vini Juniors Reaktion, die wäre vielleicht bei mir gar nicht groß anders gewesen. Auch die Wortwahl fand ich sehr amüsant. Dieses, ja, der muss ja nicht immer abspielen, aber einen Pass kann der ja wohl mal spielen. Das hätte ich genauso gut mal sagen können. Ja, aber ich muss halt auch lernen, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Und es gibt mit Sicherheit Fußballer, die auf dem Fußballplatz kein Heißblut waren, die ruhiger sind. Es gibt Fußballer, die sagen wahrscheinlich auf dem ganzen Fußballspiel gar nichts oder was auch immer. Ja, und die sehen so eine Szene und denken sich, um Himmels Willen, was macht der da? Ja, aus der Sicht des Heißbluts, mit dieser Sicht identifiziere ich mich, kann ich euch so viel verraten. Interpretiert nicht so viel in diese Worte rein. Ich hätte das auch auf dem Fußballplatz sagen können. Nach dem Spiel wäre ich der Erste gewesen, der dem zu Gonzalo hingegangen wäre, dem umarmt hätte, gesagt, ey, guter Hattrick, aber spiel auch mal ab, Bruder, oder was auch immer. Also aus der Sicht eines Heißblutes, ja, es ist nicht so dramatisch, also lasst uns das nicht zu sehr hochkochen. Trotz alledem, das habe ich ja auch gestern gesagt, ein Vini Junior muss sich weiterentwickeln, der ist auf dem Weg der Weiterentwicklung. So etwas sollte in 2, 3 Jahren auf dem Fußballplatz bitte nicht mehr passieren. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus wollte ist, lasst euch nicht zu sehr manipulieren. Seltsamerweise tauchen immer nur diese Fetzen von dem Vini Junior auf. Die Presse weiß genau, was die macht. Ich höre jeden Mannschaftskameraden von Vini, aktuell oder auch ehemaligen, und alle sagen nur, das ist ein total lieber Junge, toll für die Kabine, immer gut drauf, und ich vertraue nun mal den Kollegen, auch den Ex-Kollegen, die könnten ja jetzt lästern, mehr als das, was die Presse mir versucht, als Meinung einzubilden. Ja. Das ist mein Schlusswort. Trotz alledem kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ja, und zu guter Letzt würde ich sagen, bevor ich mich bis heute Abend verabschiede, kommt jetzt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und bevor ich mit meiner Aufstellung starte, noch brandheiße Informationen von heute Morgen. Und zwar La Coppe hat berichtet, Toni Rüdiger laboriert an Knieproblemen. Sein Einsatz im Spiel gegen Atletico ist fraglich. Sollte er nicht rechtzeitig fit werden, dürften Hausen und Asensio die Innenverteidigung bilden. Also brandneue Informationen aus Spanien.
Sollte er angeschlagen sein, müssen wir das natürlich auch in den Aufstellungen berücksichtigen. Ich habe euch heute auch extra nicht die Aufstellung von Marca und Ast gezeigt. Die haben die Aufstellung geraten, wie wir gesehen haben. Die haben keinerlei Verbindung zu Real Madrid. Deshalb lasse ich das heute mal aus. Heute machen wir mal direkt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Im Tor ist natürlich Thibaut Courtois. Ich glaube, da gibt es keinen Madridista, der was anderes denkt. Meine Außenverteidiger wären ein Fede Valverde rechts, Carvajal und Trent Alexander-Arnold sind einfach noch nicht fit und Atletico Madrid fordert dir nun mal 100% Fitness ab. Dieses Spiel brauchst du so eine Intensität, da können wir keine angeschlagenen Spieler in die Aufstellung bringen. Links Alvaro Carreras. In der Innenverteidigung würde ich wieder mit meiner berühmten 5-3-2-3-5-2 spielen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich würde mit Dienhausen und einem Raúl Asensio spielen, aber auch einem Aurélien Tchouaméni, der in der Abwehrbewegung in die Fünferkette fällt. Vor allem soll er auch im Kopfballspiel helfen. Atletico Madrid, jedes Tor von denen war nach einer Flanke. Ein Tchouaméni ist sehr kopfballstark, deshalb würde ich den in diese Fünferkette stecken. In der Vorwärtsbewegung natürlich gerne ins Mittelfeld mit dem Franzosen. Ja, an seine Seite auf die Achter würde ich stellen ein Eduardo Camavinga. Tolles Spiel gegen Betis Sevilla. Diese Energie brauchen wir gegen Atletico Madrid. Jude Bellingham auf seiner Position auf der 8, wenn er will, der beste Achter der Welt. Davor würde ich auf die 10 stellen Arda Güler. Ich würde eine Überzahl im Mittelfeld erzeugen, weil ich glaube, da hat Atletico Madrid uns in der Liga geschlagen. Die waren zu dominant. Das müssen wir in den Griff kriegen. Und außerdem war Arda Güler der Einzige, der eine Lösung gefunden hat gegen die Abwehrreihe von Atletico Madrid. Nicht vergessen, er hat ein Tor gemacht und einen Assist gegeben. Wir brauchen die Kreativität von Arda Güler. Das würde bedeuten, wir hätten noch 2 Spots in der Mannschaft frei, 2 Stürmer, einer ist gesetzt, meiner Meinung nach, und zwar Gonzalo Garcia. Nach dem Hattrick muss der einfach spielen, seine gute Verfassung müssen wir ausnutzen. An seine Seite, und jetzt werden mich einige erschlagen, ich weiß, Rodrigo ist in Topform, aber Vini Junior in den großen Spielen ist Vini Junior Crunch-Time-Spieler. Ich würde in großen Spielen immer Vini Junior von Anfang an spielen lassen. Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr erschlagt mich wahrscheinlich in den Kommentaren. Trotz alledem möchte ich die gerne lesen. Wenn ihr schon mal da seid, lasst direkt ein Like auf diesem Video, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow gemacht hatte, drückt da drauf, du tust mir einen Riesengefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend beim Live-Watch-Along wieder. Bis dahin. Hola Madrid!